Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Wir sind in Wien, es gibt Sushi und All You Can Eat. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind weiterhin in Wien und ich habe meinen Lieblingsspot gefunden, denn ein Apartment, was gleichzeitig mein Fitnessstudio im Hintergrund hat, wo ich nur 2-3 Etagen runterfahren muss, bin im Fitnessstudio und gleichzeitig, und darauf kommt es jetzt an, ein All-You-Can-Eat Sushi und natürlich Fleischrestaurant mit verschiedenen japanischen Fusion-Spezialitäten. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Das hat mich so überzeugt, dass das in Zukunft immer so mein Spot sein wird, wo ich übernachten werde, wo ich trainieren werde und natürlich gleichzeitig zum Sport. Und deswegen werden wir heute das Sushi All You Can Eat testen. Ich habe den Inhaber, den Chef kennengelernt, der Fan, der einfach auch gerne die Videos, der gerne die Challenges guckt. Und da haben wir uns gesagt, meine Lieben, wir werden heute in diesem All You Can Eat Ebi, Wien, Sushi, Österreich das Ganze abdrehen. Viel Spaß! Let's go. Meine Lieben, und damit seht ihr das, wir sind eine Etage nur mit dem Aufzug runtergefahren vom Fitnessstudio und gehen jetzt ins All You Can Eat. Wie gesagt, bei Ebi. Und da hoffe ich, haben die schon einiges für uns parat. Ansonsten schauen wir uns die Speisekarte an, denn Sushi All You Can Eat, das habe ich vorhin bereits erwähnt und darauf kommt es jetzt an. Und da ist er schon, der liebe Inhaber, der liebe Michael, war richtig? Ja, ne? genau. Ja. Ich bin der Michael. Ich habe den Leuten gerade schon gesagt, ne? Wir haben uns ja letztens kennengelernt, als ich schon mal hier übernachtet habe. Genau und so du hast war mich das. mal eingeladen, bei euch vorbeizuschauen, weil du bist Fan der Videos. Urgeil. Deine Videos sind immer phänomenal. Findest die Challenges geil. Extrem cool, ja. Und hast heute was parat für mich? Ja, genau. Wir haben was vorbereitet für dich. Ja. Ein paar Sashimis, Ja. ein paar nette Makis. Ja. Natürlich in der Menge, die du konsumierst. Ja, ich dachte es mir schon. Ey. Das ist so der Nach- oder Vorteil vielleicht jetzt, ne, dass du die Videos kennst oder ich sag mal Ja, auch genau. mittlerweile das, was ich kann. Weil wenn die Leute mich nicht kennen, wird es manchmal ein bisschen weniger. Ja, genau. Aber ich denke mal, du hast auf jeden Fall für ordentlich was für uns vorbereitet. Ja, ne? nur das Beste für dich. Ja? Ja, nur die größte Größe. Dann würde ich sagen, lass uns doch keine Zeit verlieren, lass uns Ja. reingehen. Weil ich sage dir eins, ich bin Sushi-Liebhaber und freue mich drauf. Komme ich auch. Wow. Es sieht wahnsinnig aus. Ja, das Ja. freut mich. Was hast du alles draufgepackt? Also wir haben hier äußerlich haben wir die Thunfisch-Sashimis. Ja. Innerlich haben wir dann die ganzen Sake-Sashimis, also Lachs-Sashimis. Ah, okay. Genau, dann haben wir hier Makis mit Avocado und Lachs. Mit Avocado und Lachs. Genau. Und unterhalb haben wir noch Seetang Ja. aufgelegt, Ja. falls du ein bisschen Abwechslung brauchst. Falls ich ein bisschen Abwechslung brauche. Genau Okay. so. Was ist die Challenge? Die Challenge ist, dass du in 66 Minuten Ja. das alles verputzt. Ich sag mal, was heißt alles? Der Seetang auch oder ist der quasi Nein, unten so ein das bisschen? ist- Okay, weil das ist meine Genau. Frage, aber der kommt mich am Ende vielleicht noch mal so ein bisschen, wenn ich den auch noch essen muss. Nein, das ist nur Deko. Okay, aber du sagst wirklich, die, ich sag mal, Makis sind, glaube ich, etwas über 100 Stück, hattest du vorhin schon mal Genau, erwähnt, ne? genau. Und knappe 200 Sashimi drüber Genau. aufwärts, ne? Also Okay. allein der Lachs sollte 200 sein. Also der Thunfisch ist dann nochmal. Okay, also noch ein bisschen, also mehr als 300 Sushi-Stücke. Ja, sowas, ja. Okay, geil. 66 Minuten, sagst du? Ja, geht? Okay. Also, mein Lieben, damit ist alles angerichtet. Ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne, ja. Und ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die legendäre Ebi Sushi Challenge. Es winkt kostenloses Essen. Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir pro Stück, was übrig bleibt, 1 Euro zahlen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern weiterhin kostenlos essen und uns gut gehen lassen. 66 Minuten haben wir Zeit. Viel Spaß. Let's go. So, meine Lieben, ich würde sagen, wie würdet ihr reingehen? Ich glaube, wir fangen von, machen wir uns erst das Orange kaputt oder machen wir uns erst das Thunfisch kaputt? Ich überlege gerade, was macht am meisten Sinn? Am meisten Sinn macht das, worauf ich Bock habe. Und das ist einfach jetzt mal hier so trocken vorne in den kleinen Thunfisch reinzugehen. Erstmal trocken. Oh, da ist nichts trocken. Boah. Oh. Würde mich jetzt direkt mal interessieren, wenn ihr gerne Sushi-Liebhaber seid, ich denke mal, dann kennt ihr ja Sashimi. Würdet ihr jetzt eher Thunfisch oder Lachs-Sashimi favorisieren? Da bin ich jetzt mal gespannt. In der Regel bin ich tatsächlich eher so der Sashimi-Lachs-Fan, weil er so ein bisschen fettiger und den schönen Film hat. Was aber so in verschiedenen Sushi-Maki-Stücken angeht, ist es tatsächlich eher so Thunfisch. Ich bin aber echt gespannt, wie es so gleich bei der Masse aussieht. Oh, der Thunfisch schmeckt sehr lecker. Boah, toll. Oh, sehr lecker. Oh, oh. Probieren wir jetzt das Pendant. Lachs dazu. Erstmal trocken. Der Lachs wird schwieriger.
Man merkt sofort, der ist viel, viel dichter, viel, viel fettiger, viel, viel schwieriger. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Vor allem, wenn ihr jetzt überlegt, dass wir über 200 Stücke nur von dem Lachs haben. Lachs jetzt mal mit Soja. Boah, safe mit Soja. Boah, das ist der komplette Gamechanger. Boah, meine Lieben, mit Soja. Nächste Sache. Soja, ja oder nein? Muss. Boah, oh, Halleluja. Sei es jetzt Team Thunfisch oder sei es Team jetzt hier Lachs. Sake. Boah, geil. 66 Minuten haben wir Zeit für das hier Ebi Sushi All You Can Eat. Die geilste, ich glaube, Sushi-Platte, beziehungsweise den geilsten Sushi-Tisch, den wir hier hatten. Da gehen wir rein und ich würde sagen, das Kunstwerk mit den kleinen Makis, das lassen wir uns noch für später auf, wie das schmeckt. Weil ich weiß noch nicht, wie wir das gleich irgendwie klein zerstören sollen, denn ich finde die Anrichtung mit diesem Ebi ganz cool. Aber wir schauen mal, was wir jetzt erreichen. Eins erreichen wir jetzt. Wir ziehen erstmal schön ein paar Lines weg und dann machen wir weiter. Let's go. ...53 Minuten sind noch on the clock, das heißt, wir haben jetzt schon 13 Minuten, die um sind. Und ich bin mir gerade immer noch so ein bisschen unschlüssig, wie wir von der Reihenfolge weitermachen. Denn ich merke so, der Lachs flutscht gerade noch ein bisschen besser. Aufgrund des Films. Viele von euch haben auch im Livestream gesagt, ich soll eher die Stäbchen jetzt weglassen, weil die Nori-Blätter dann nicht so leicht verkleben, wenn ich es mit den Händen esse. Und für mich ist es auch tatsächlich angenehmer und ein bisschen schneller, jetzt so mit den, ich sag mal, den Nigiri bzw. das Sashimi einfach so abzunehmen. Schmeckt super lecker. Wie gesagt, schreibt es gerne mal rein. Team Lachs, Team Thunfisch. Die Meinungen im Stream gingen, ich sag mal, teils auseinander, wobei man schon sagen muss, 75% waren so für Team Lachs, 25% Team Thunfisch. Der eine oder andere hat noch geschrieben beides. Was ich ganz geil fand, das mache ich jetzt mal ab und zu, wenn ihr es seht, außen mal so ein bisschen Thunfisch nehmen und Lachs zusammen. Hat so einen gewissen, ich sag mal, einen anderen Geschmack einfach. Kann ich aber auch nicht zu viel machen, weil wir natürlich überwiegend auch von Lachs-Sashimi haben. Ne? Aber bisher komme ich super voran, kann super essen. Es geht auch sehr, sehr einfach. Finde ich toll, dass die so Nori-Blätter noch auf den Tisch gelegt haben. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal so vielleicht diesen Kreis drumherum weg, bevor wir uns so langsam an die Makis ranmachen. Aber ihr habt noch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Zeit am Ende doch sich nicht ausgehen dürfte, weil es so viel ist. Und auch gleich wahrscheinlich, wenn wir zum Reis kommen, sehr stopfen wird. Aber noch bei 51 Minuten sieht es gut aus. Wir machen weiter. Wir kommen gut voran. Wir haben auch jetzt so im Livestream den einen oder anderen Plan zusammengestellt. Und zwar werden wir es jetzt wirklich so machen, dass wir jetzt hier außen, beziehungsweise den Sashimi jetzt mal komplett leer essen, uns eine Reihe von außen lassen und dann werden wir so nach und nach in den Buchstaben gehen. Ich bin mir noch unschlüssig, mit welchen Buchstaben wir anfangen. Vielleicht gehen wir erst ins I und dann ins B und dann ins E, weil ich sag mal, mental, moralisch ist dann quasi am Anfang weniger, dann kommt wieder ein bisschen mehr und dann nochmal was. Wobei vielleicht macht es auch erst Sinn, ins E, ins B und ins I zu gehen, weil am Anfang haben wir, ich sag mal, sehr, sehr viel. Und am Ende könnte es dann, ich sag mal, wenn es auch anstrengend wird oder die Zeit knapp, haben wir weniger Makis. Bin ich mir aber gerade noch unschlüssig. Zeitmäßig 45 Minuten noch. Wir haben gut vorgelegt, weil der Sashimi gut runtergeht. Ich denke mal, bei den Makis wird es gleich anders. Vor allem, weil es auch mehr stopft. Aber Stand jetzt, toi toi toi, gehen wir die nächste Kombi rein. Sieht gut aus. Weil es aber auch gut schmeckt. Kann man auch nie anders sagen. Und es wurde schon gefragt, wie teuer ist die Platte? Ganz einfach. 25,90 €. Denn so viel ist das All You Can Eat hier. Wenn wir nichts zuzahlen müssen. Also meine Lieben, ihr seht, 37 Minuten noch haben wir und wir haben unseren äußeren Ring komplett fertig. Thunfisch ist gar nichts mehr da, Lachs haben wir schon sehr, sehr viel und ihr habt entschieden, beziehungsweise wir zusammen, wir werden mit dem E anfangen, dann ins B und dann ins I reingehen, weil, ich sag mal, hier ist sehr viel. Hier, das B hat wohl, ich sag mal, wahrscheinlich genauso, wenn nicht sogar vielleicht 1, 2 Makis mehr. Aber mental ist am Ende dann noch so das Wenigste. Das heißt, wir werden uns jetzt von hier, quasi jetzt wirklich von Linie nach Linie, Step by Step vorankämpfen und dann immer wieder die letzten die nächsten Lachs-Sashimis mitnehmen. Wir werden das zusammen jetzt mal probieren. Erstmal den ersten, würde ich sagen, Maki zusammen. Boah. Lachs. Avocado, trocken. Boah, wie krass
Ich meine, klar, da ist jetzt Reis, da sind die Nori-Blätter jetzt mit dabei und Avocado. Boah, ganz anderer Unterschied als jetzt nur Sashimi, ne? Boah, tolle Makis. Tolle Makis. Das sind einfach so Kleinigkeiten im Leben. Das macht nicht viel her, ist nicht viel, aber macht einen glücklich. Einfach toll. Super Reis, vom Lachsqualität genau das gleiche wie Sashimi. Und was bei mir so zum Beispiel ist, kennt ihr das, wenn so eine Avocado zu hart ist? Mag ich gar nicht. Ich mag die, wenn die so butterweich ist, der Schab. Nicht braun, aber wenn die so richtig schön weich ist. Und das ist hier. Das finde ich geil, das schmeckt. Ein kleiner Tipp für die Makis immer noch ein bisschen pimpen möchten, denn das mache ich nämlich immer ganz gerne beim Sushi All You Can Eat. Auch wenn es jetzt nicht so viel wie hier sein muss. Aber wenn ich zum Beispiel bei einem Sushi All You Can Eat bin, bestelle ich mir separat sowieso oftmals Sashimi dazu. Nimm dann oftmals einen Maki und dann kombiniere ich das. Weil dann hat man nämlich, ich sag mal, so einen gepimpten Maki mit mehr Fisch. Sojasauce, die nicht fehlen darf. Und hat dann ein richtig geiles, gepimptes, ich sag mal, In-and-Out-Maki. Geil. Also, ihr seht, auch das geht. Aber was ich merke, dadurch werden wir jetzt langsamer, weil die Makis brauche ich definitiv länger zum Kauen und zum Picken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter rein, machen es vielleicht jetzt auch hier mit den Händen, können uns die so schön immer so ein bisschen, ich sag mal, ummanteln, unsere Sojasauce damit hinzunehmen, dippen und weitermachen. Das tun wir auch. Ihr seht's, 25 Minuten sind es noch gleich, jetzt noch 26, um genau zu sagen. Und wir haben unseren ersten Buchstaben, unseren E, unser als erstes, so weit weg, genauso wie die nächsten Sashimi-Stücke. Und ich muss sagen, es hat gut gemundet, noch fühle ich mich gut, befürchte aber, dass das nach dem B gleich anders wird. Was man definitiv merkt, ist sofort der Reis, auch wenn es der andere Geschmack ist. Ich habe mir gerade mal vom Chef Sojasauce geben lassen, weil auch die erste Schüssel war leer. Und merkt natürlich, dass jetzt gerade aufgrund des Reis natürlich, der sich mit Sojasauce, wenn ich es reintränke, noch mehr vollsaugt, durstig macht. Bisher brauche ich aber tatsächlich noch nichts zu trinken. Aber nichtsdestotrotz, und was im Vordergrund steht, und das kann ich definitiv sagen, ist der Geschmack und es schmeckt weiterhin geil. Viele von euch fragen weiterhin, was kostet das Ganze? Ja, wirklich 25,90 €. Vielleicht bekommt ihr nicht so einen Tisch, aber ihr könnt das genau das gleiche bestellen, wenn ihr alles aufesst, ne? Weil hier kann man so lang wie es geht essen. Man hat hier auch kein Zeitlimit, das habe ich mal extra nachgefragt, weil ich kenne es zum Beispiel bei mir aus der Heimatstadt, da hat man 2 Stunden oder eine maximale Rundenanzahl, gibt es hier nicht. Ihr könnt hier 10 Stunden bleiben gefühlt, ihr werdet nicht verscheucht, gar nichts. Man kann hier bestellen, solange man will. Getränke natürlich nicht mit dabei, aber Essen auf jeden Fall. Und ich sag mal, vielleicht auch einen persönlichen Sushi-Rekord aufstellen. Ihr wisst, der hier steht jetzt hier auf erstmal. Ich denke mal, hausintern sind wir damit auch ganz weit oben. Entweder baut ihr den aus oder wir den nächsten nochmal. Aber Stand jetzt müssen wir den erstmal machen. 25 Minuten haben wir noch. 18 Minuten noch und dementsprechend seht das, haben wir noch so 2, 3 Makis jetzt hier von unserem B, die hier natürlich dann noch mal ein bisschen mehr gewesen sind, bevor wir jetzt in unserer I reingehen. Ihr seht, ich werde es immer wieder oder kombiniere es die ganze Zeit schön mit dem Sashimi. Für mich macht es das gerade richtig, richtig angenehm zu essen. Wir haben jetzt, glaube ich, sogar am Ende noch ein bisschen mehr Sashimi als noch von den Makis, weil das I ein bisschen kleiner ist. Aber von der Zeit her überschaubar. Merkt aber, wie gesagt, wie der Reis so langsam echt kickt. Also, wie gesagt, diese 300 Stück wären dann auch tatsächlich mal ein persönlicher Rekord. Aber wir haben auch gerade gesagt, viele von euch haben mega gefallen an dem Laden, an dem Konzept gefallen, dass man hier nicht gehen muss und ich sag mal, essen kann so viel wie man will, bis man satt ist. Ne? Klar, wer zu viel bestellt, muss natürlich bezahlen, dass was übrig bleibt, aber man hat hier halt keine Zeitlimit, Runden, man kann alle 5 Minuten so viel bestellen, wie man will, so ungefähr. Und das finde ich halt ein geiles Konzept, plus halt tolles Essen. Aber Stand jetzt müssen wir erstmal das schaffen, damit wir es kostenlos bekommen und nicht, ich sag mal, halt 10 € bzw. 1 € pro Ding übrig lassen müssen. Gehen weiter rein, haben noch ein paar Sashimi-Dinger übrig, ein paar Makis, das komplette I noch sozusagen. Und das versuchen wir jetzt erstmal noch leer zu kriegen. Ich bin aber ehrlicherweise auch, muss ich sagen, sehr optimistisch gerade, weil es einfach auch gut geht, gut schmeckt und ich einfach einen guten Tag habe. Weiter geht's. Also meine Lieben, ihr seht's, mit ein bisschen Zeit noch gehen wir in unsere letzten 2 Stücke und ich habe extra abgezählt, dass ich noch für jeweils einen Maki, ein Sashimi habe. Ich glaube, ich würde es jederzeit wieder so bestellen. So ein kleines Maki mit einem Sashimi oben drüber.
Das hat einfach dann diese, wie gesagt, diesen Pimp noch, weil du hast halt ein bisschen Reis, der nicht zu viel ist. Manchmal fehlt mir dann in der Mitte, dass es halt zu wenig ist. Ich könnte jetzt auch eine ganze Avocado nehmen und würde dann noch mal so ein, ich sag mal, könnt auch Reis bestellen und sich das selber machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Einfach, dass man noch mal ein bisschen mehr Fisch hat dazu, was geschmacklich besser ist. Anyways, ich glaube, so langsam schießt mir der Zucker vom Reis und schießt mir auch, ich sag mal, die ganze Sojasauce rein. Denn Halleluja, das war eine salzige, aber auch fischige Angelegenheit, die wir wenn wir 66 Minuten nehmen, dementsprechend 56 Minuten und noch 10 Minuten Zeit Rest haben und damit die Ebi legendäre, einzigartige, ja, über 300 Stück Sushi Challenge geschafft haben. 200 Sashimi, 100 Makis, etc. pp. Wir müssen nicht einen Euro hier heute lassen, weil wir auch keine Essensverschwendung begonnen haben, sondern wirklich im Rahmen des All You Can Eat und das für sage und schreibe 25,90 Euro, was uns das Ganze jetzt hier kostet, geschafft haben. Kriegen das Ganze aber, weil wir die Challenge geschafft haben, auch kostenlos. Mein Lieben, geil, Spaß gemacht. Potenzial für mehr. Die nächste Sushi-Challenge darf gerne kommen. Und dann wird natürlich mal geschaut, was wir beim nächsten Mal schaffen oder wer uns herausfordert. Aber was nicht fehlen darf, das wisst ihr, das ist ein kleiner süßer Abschluss. So, gratuliere erstmal Danke, mein Bester. zur Challenge. Danke dir. Super, danke dir Hast mir auch. auf jeden Fall eine geile Challenge gegeben. Wirklich? Ja, Hat dir geschmeckt auch? mega. Das freut mich. Was sind eigentlich deine Lieblings, ich sag mal, Sushis, Makis, Sashimi? Hast du da ein Favorite? Also ich esse am liebsten Lachs-Sashimis. Doch auch, ne? Ja, absolut. Okay. Und ja, die Standard-Lachs-Makis und so. Also auch wie ich jetzt so quasi. Ja, genau. Ah, okay, wir verstehen uns. Was hast du da Schönes? Also, wir haben hier noch Apple- und Bananenroll. Okay, Und dazu haben wir Vanillesauce. okay. Könnte ich das jetzt auch bei euch auf der Speisekarte bestellen? Genau so ist es. Okay, krass. Also die Apple-Gyose könnt ihr bestellen, wie viel ihr wollt. Ja. Und die Bananenrollen sind halt pro Person einmal inkludiert. Genau Aber so ist es. ich sag mal, ist jetzt im gleichen Preis von 25 Euro. Absolut, ja, genau. Ja, dann gönne ich mir davon auch auf jeden Fall noch Ja, was. wenn du es nicht schaffen solltest, ist ja nicht so schlimm. Die Challenge hast du gewonnen. Die Challenge habe ich gewonnen, das heißt, ich kann mir ein bisschen was hier so genehmigen Genau, und ja. ein bisschen verteilen. Danke dir, mein Bester. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Lass es schmecken. Danke. Also, meine Lieben, da seht ihr das. Auch der Nachtisch ist hier inkludiert. Das heißt, wir sind immer noch bei 25,90 Euro. Und mit einer geilen Vanillesoße, mit geilen Apfelgyosas. Also, ich sag mal, selbst wenn ich hier kein Essen jetzt kostenlos auf Ewigkeit hätte, dann würde ich definitiv hier klarkommen. Das weiß ich. Wir gehen mal zusammen rein in, ich würde sagen, wir gehen zuerst in die Rolle rein. Banane. Crunch-Faktor ist da. Banane innen drin ist da. Was definitiv auch da sein muss. Boah, ist hoffentlich eine geile Vanillesoße, meine Lieben. Das ist weniger so eine richtig krasse Vanillesoße, sondern ihr seht auch, wie dickflüssig das ist, sondern geht so in Richtung Vanillepudding. Und das hat mich gerade schon mal so ein bisschen abgeholt, wo ich sage, geil, noch ein Pudding dazu. Dann Apfelgyoza. Nicht so crunchy wie die Bananen. Dafür jetzt schon mein Favorite. Schaut mal an, was hier an Apfelstücken drin ist. In dem Vanillepudding. Geil. Was will ich mehr? Also, ich sag mal, wenn es hier keine, ich sag mal, Sushi-Challenge wieder wird, sondern was anderes, dann lasse ich mich auch gerne auf eine Apfelgyoza. Mal schauen. Was meint ihr? Wie viel kriegen wir davon runter? Vielleicht mal als zweite Challenge des Tages oder so? Meine Lieben, ich danke euch für ein geiles Video. Gerne liken, teilen, abonnieren. Würde mich persönlich freuen. Haben wir mega abgerissen. Geile Challenge von Inhaber, der gleichzeitig auch Supporter ist. 300, ich sag mal, aufwärts Sushi-Stücke, wenn wir jetzt Sashimi, Nigiris bzw. Sashimi und Makis zusammengerechnet nehmen. Geil, hat Potenzial für mehr. Bin mal gespannt, was wir hier noch in Zukunft auftischen. Sushi finde ich geil, kommt öfter, kommt mehr. Meine Lieben, wir gehen in die Apfelgyoza rein, essen uns jetzt hier noch einen schönen Nachtisch mit dem Team, mit dem Chef. Und ich sag mal, auch dem einen oder anderen Fan, glaube ich, im Hintergrund, die warten darauf, Fotos zu machen. Bis zum nächsten Mal. Hier aus Ebi in Wien. Ciao, ciao.